Also, wann spielt ihr Monopoly? Ich glaube, ich habe Monopoly nicht mehr gespielt, seit ich 10 war. Ich spiele Monopoly, wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch bin und die ganze Familie zusammenkommt. Ich spiele gar kein Monopoly. Die meisten haben Monopoly also als Kind gespielt. Ich habe aber mit jemandem gesprochen, der Monopoly im Ballsaal des Venetian Hotels in Macau gespielt hat. Ich bin Brian Valentine. Ich habe die USA bei den Monopoly-Weltmeisterschaften 2015 vertreten und ich habe dort unter 28 Teilnehmern den 3. Platz belegt. Brian brachte mir bei, wie man Monopoly richtig spielt, alle Regeln, Chancen und Strategien, mit denen man gewinnen kann. Das hier ist ein Monopoly-Spielbrett. Von Target. Ja, ich weiß. Aber ich hatte es mit in Macau und bat alle Spieler, es für mich zu unterschreiben, als kleines Andenken. Es geht schon fast in Richtung Sportklischees, wenn ich über Monopoly spreche. Aber die Erfahrung hat mich demütig werden lassen, es so weit geschafft zu haben, gegen die besten Spieler, die dazu auch noch allesamt fantastische Menschen sind. Dieses Genie weiß alles über Heatmaps, Immobilienarbitrage und Strategien, aber er will nur, dass ihr die Regeln befolgt. Also, was passiert auf Freiparken? Ich glaube, da sammelt man Geld ein. Es gibt kein Geld bei Freiparken. Das ist wohl einer der größten Irrglauben. Leute glauben, es gleicht das Spiel aus, aber wenn man ständig Geld ins Spiel zurückfließen lässt, stoppt das den Fortschritt. Würden Leute die Regeln befolgen, wäre das Spiel schneller vorbei. Versteigert ihr Sachen? No. Nein. Ich erinnere mich etwas darüber auf der Rückseite der Karten gelesen zu haben. Aber es war mir einfach immer zu kompliziert. Wenn ihr eine Straße nicht wollt, versteigert sie am besten sofort. Ihr könnt bei einem Euro anfangen. Ich habe es schon mal erlebt. Ich habe gesehen, wie jemand die Schlossallee für 20 Euro gekauft hat. Nach den Regeln kommt die Strategie. Was ist das beste Spielfeld? Die Schlossallee, ganz bestimmt. Das Markenzeichen von Monopoly, die Schlossallee. Man muss sie einfach haben. Das Ziel des Spiels ist, das Geld der anderen Mitspieler zu bekommen und zum Schluss als einziger übrig zu bleiben. Die Schlossallee kann da natürlich für sorgen, vor allem mit einem Hotel. Aber denkt einmal darüber nach, was es kostet, da überhaupt hinzugelangen. Ihr müsst beide Grundstücke kaufen. Dann 200 Euro pro Haus, auf jedem Grundstück, solange bis man das Hotel kaufen kann. Das sind also jeweils 1000 Euro, um 2000 Euro zurückzuerhalten. Und es gibt hier nur 2 Felder. Die meisten anderen Monopole haben 3 Felder, auf denen ihr Miete kassieren könnt. Wenn man es schafft, Schlossallee und Parkstraße aufzubauen, bevor jemand anderes seine Monopole aufgebaut hat, dann super. Aber wenn man sich in einer Situation befindet, in der andere Leute Monopole auf der heißen Seite des Bretts haben und man nur darauf baut, sich Schlossallee und Parkstraße unter den Nagel zu reißen, verliert man eher, als dass man gewinnt. Man kann auf jeder Webseite den Anfängertrick lernen, dass die orangenen Straßen einfach die besten sind. Du zeigst uns jetzt nicht etwa ein Schaubild des Spielbretts oder am besten mit einer Heatmap oder sowas. Leider muss ich sagen, ja. Ich wusste, sowas gibt's. Der Grund dafür ist, dass das Gefängnis eines der Spielfelder ist, auf denen man am häufigsten landet. Am häufigsten wird die 7 gewürfelt. Vom Gefängnis aus kommt man damit auf ein Gemeinschaftsfeld. Die nächstwahrscheinlichsten Würfe sind die 6 und die 8. Und damit landet man entweder auf der Münchener oder der Wiener Straße. Man weiß also, was statistisch gesehen am meisten auf den orangenen Feldern und generell auf dem Abschnitt zwischen Gefängnis und Geh ins Gefängnis gelandet wird. Auf dieser Seite will man bauen, auf der anderen Seite heißt es hingegen, alles oder nichts. Es gibt noch ein paar praktische Strategien. Wenn ihr früh im Gefängnis landet, zahlt eure Strafe sofort und verlasst es wieder. Ihr könnt auch eure Häuser nutzen, um das Spiel zu lenken. Es gibt 32 Häuser im Spiel und ihr müsst Häuser bauen, bevor ihr Hotels bauen könnt. Und die Häuser müssen physisch für den Kauf verfügbar sein. Deshalb hört man in vielen Kreisen von der Strategie, einen Häusermangel zu verursachen. Die Strategie besteht darin, schnell alle 4 Häuser zu kaufen. Dann kann man sie, wenn nötig, durch Hotels ersetzen. Oder man behält sie einfach, damit kein anderer sie haben kann. Letzte Frage, wie spielt man Monopoly richtig? Was sagt ihr?
richtige Weg, Monopoly zu spielen, ist gar nicht zu spielen. Finger weg von dem Geld in der Bank. Und das geht an meine Cousins, mit denen ich gespielt habe, als wir 10 waren. Ich würde sagen, es ist Gewinnen, wie man das Spiel gewinnt. Mit Ehre. Es ist manchmal schon dieses Renaissance-ähnliche Gefühl von Ehre und Würde. Wir hauen uns natürlich nicht gegenseitig Handschuhe um die Ohren oder fordern uns zu Duellen heraus oder so etwas Ähnliches, aber trotzdem. Ich denke, es ist die einzige Sache, die mir immer wieder einfällt. Ehre. Monopoly zu spielen ermöglicht es uns Menschen kennenzulernen. Und damit meine ich auf eine Art und Weise, die durch förmliches Vorstellen oder als Arbeitskollegen oder Ähnliches einfach nicht möglich ist. Denkt darüber nach. In einem 1,5 oder 2 Stunden langen Spiel könnt ihr erkennen, wie eure Mitspieler mit Widerstand umgehen, wie sie mit Erfolg umgehen. Mit anderen Worten, ihr erkennt gebündelt und in diesem kurzlebigen Format, wer die andere Person wirklich ist. Monopoly, es geht um Monopoly.